Am internationalen Kassel Airport gibt es 10 Jahre nach seiner Eröffnung noch immer wenig zu tun. Einige Passagiermaschinen fliegen Richtung Süden. Privat- und Geschäftsflieger starten und landen. Hochbetrieb sieht anders aus. Und das, obwohl der Flughafen für Kassel und die Region doch unbedingt notwendig und wichtig sei, so wie es der damalige Ministerpräsident Roland Koch im Jahr 2002 formulierte. Kassel ist heute in der Mitte zwischen Warschau und Paris. Kassel ist in der Mitte der Bundesrepublik Deutschland. Es ist ein sehr guter Standort. Er muss alle Voraussetzungen für diesen Standort haben, um von Unternehmen auch in Zukunft gewählt zu werden, um Arbeitsplätze hierher zu schaffen. Zu diesen Voraussetzungen gehören gute Autobahnverbindungen, gute Zugverbindungen und ein erreichbarer Verkehrsflughafen. Und heute? Wie ist es bestellt um den Kassel Airport? Wie bedeutsam ist er, vor allem für die heimische Wirtschaft, tatsächlich? Lars Ernst ist seit der Eröffnung vor 10 Jahren der 3. Geschäftsführer des Flughafens. Seit 2017 ist er bemüht, die leeren Hallen mit Leben zu füllen. Ist es nicht so, dass ein Prestigeobjekt auch politisch gewollt installiert wurde und Sie müssen es jetzt auslöffeln? Also ich löffel hier erstmal gar nichts aus, sondern ich will immer noch hier den Luftverkehr und den Flughafenstandort gestalten und in die Zukunft bringen. Das hat für mich nichts mit Auslöffeln zu tun. Wir sind ein Flughafen der Region und wir wollen den Mobilitätsbedarf der Region so gut es geht abbilden. Ich bin immer noch der Meinung, dass wir hier eine Zukunft im Bereich des Luftfahrtstandortes haben und auch im Bereich der Mobilität haben. Und da werden wir daran arbeiten, dass wir diesem Auftrag, den wir eben halt haben, auch nachkommen werden. Immer heißt es, die Wirtschaft brauche den Flughafen. Welchen Mobilitätsbedarf hat sie und die nordhessische Region denn nun wirklich? Eine Umfrage unter den größten Arbeitgebern des IHK-Bezirks Kassel-Marburg ergibt folgendes Bild. Von 70 befragten Unternehmen antwortet die Hälfte. 3 von ihnen geben an, dass sie den Flughafen für einige Flüge im Jahr nutzen. Gerade mal ein Unternehmen nutzt ihn mehrmals im Monat. Die Existenz des Flughafens, so die Umfrage, spielte bei wirtschaftlichen Entscheidungen für kein einziges Unternehmen eine Rolle. Im hessischen Finanzministerium gibt sich der Minister zu diesem desaströsen Umfrageergebnis entspannt, spielt auf Zeit und setzt auf Prinzip Hoffnung. Am Ende des Tages ist aber offensichtlich eine Anlaufphase für einen solchen Flughafen durchaus längerfristig zu betrachten. Und insofern erklärt sich das ein oder andere an Stimmen, die Sie dort möglicherweise eingesammelt haben. Aber ich bleibe dabei, für Unternehmen, die international, die europäisch tätig sind, die im Bereich der verkehrlichen oder logistischen Herausforderungen auch neue Wege gehen werden, ist das eine tolle Perspektive. Und ich bin ziemlich sicher, dass Ihre Umfragen zukünftig besser aussehen werden. Wie blickt der Mann, der einst mit seiner Macht als Ministerpräsident das Flughafenprojekt maßgeblich durchgesetzt hat, wie blickt Roland Koch heute auf den Kassel Airport? Wir haben viele 100 Millionen am Ende dafür ausgegeben, aber in etwa ist der Betrag genauso groß wie der, den wir für die Straßenbahnverbindung Kassel-Hessisch-Lichtenau ausgegeben haben. Die sehr wichtig ist, weil sie Zukunft Pendler einströmen und regionale Versorgung stellen kann. Und deshalb, das ist keine außergewöhnliche Infrastruktur, wie gelegentlich dargestellt wird unter dem Motto, für nichts ist so viel investiert worden und niemand hat diese Auffassung. Aber das ist ein Teil der Infrastruktur und da bleibe ich bei der Auffassung, dass sie dazugehört. Es ist sicherlich Aufgabe der Steuerzahler, dafür mit Sorge zu tragen, dass es öffentlichen Nahverkehr gibt. Aber es ist nicht Aufgabe der Steuerzahler, Flugreisen in die Sonne zu subventionieren. Das Projekt Kassel-Calden ist defizitär. Die Kosten sind höher als die Erträge. Und deswegen ist das letztlich eine Verschwendung auch von Arbeitskraft und Kapital. Ich bin anderer Meinung als der Bund der Steuerzahler und habe das politisch so entschieden. Es gab dafür politische Mehrheiten und ich halte es nach wie vor für richtig. Bisher hat der Flughafen die Steuerzahler etwa 360 Millionen Euro gekostet. Und jedes Jahr kommen weitere Millionen hinzu. Für die Verantwortlichen von einst und heute kein Grund, dieses Projekt zu überdenken.
Mein Wunsch wäre, dass man nach 10 Jahren dann auch mal aufhört, die Grundsatzfrage zu stellen. Der Flughafen ist gebaut, das ist eine politische Entscheidung von vor 20 Jahren politisch Verantwortlichen getroffenen. Ich war mit dabei, will ich ausdrücklich sagen, und ich stehe auch nach wie vor dazu. Aber mir wäre es lieb, wenn man jetzt mal den Status quo einfach akzeptiert und gemeinsam darauf hinwirkt, dass sich dieser Flughafen weiterentwickelt. Wir sehen durchaus, dass das eine schwierige Frage auch für die Politik ist, sich einzugestehen, dass es eine Fehlinvestition war. Und am Ende des Tages muss man sich eingestehen, dass dieser Flughafen niemals profitabel sein wird. Und dann muss man auch die Reißleine ziehen. Und das kann nur heißen, am Ende des Tages, wenn man keine anderen Alternativen findet, diesen Flughafen auch zu schließen.